Willkommen zu Frequent Traveler TV. Mein Name ist Lars Korsten. Heute wieder zu einer frisch gepressten Sendung. Airbus CEO ist ein bisschen unhappy wegen der Triebwerke. Ja, die konzentrieren sich nicht ordentlich in seinen Augen. Dann gucken wir uns nochmal die Lufthansa-Flotte an. Und wir schauen Winterwetterausfälle in Frankfurt. Es gibt einen Deal bei den Freunden von SAS Eurobonus. Da gibt es 20% Rabatt auf Awardflüge. Dann Awardflüge Miles & More. Upgrade-Wartelisten sind jetzt möglich. Und wir haben etwas aus der Welt der Hotelpleiten, Pech und Pannen. Wer W in Amsterdam gebucht hat, hat eventuell schlechte Karten. Ihr denkt dran, wie immer den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, einen Like dazulassen, aber auch ganz, ganz wichtig, den Kanal nicht nur zu abonnieren, sondern auch zu kommentieren und aufs Scoot zu kommen. Schauen wir uns alles dann gerne an. Ja, das Wetter, wie ihr seht, herrlich. Deshalb das erste Thema, und zwar ist das Airbus. Und zwar, man möchte ja bei Airbus in 2026 mindestens 870 Flugzeuge ausliefern. Es ist ein Rekord, aber die Analysten hatten ja mit 900 plus Flugzeugen gerechnet. Insofern ist das eher ein Rückschritt oder ich weiß es jetzt nicht, ehrlicherweise vielleicht Leiden auf hohem Niveau. Das Hauptproblem sind Pratt & Whitney, die GTF-Triebwerke, die immer noch Probleme bereiten. Viele Flugzeuge sind am Boden. Ich hatte ja gestern von Spirit Airlines berichtet, die Flugzeuge ausschlachten bzw. verkauft haben zum Ausschlachten, obwohl sie wenige Jahre alt sind, 4,5 Jahre alt sind. Und das ist natürlich dann immer so ein Thema, was zeigt, dass der Markt irgendwie merkwürdig ist. Und Guillaume Faury macht halt wirklich auch Pratt & Whitney ganz öffentlich ganz klar als Schuldigen aus. Und die A320neo-Produktion erreicht 65 Maschinen pro Monat erst in 2027, sogar erst nach 2027. Und auch der Hochlauf der A220er verzögert sich auf 2028. Da will man 13 Maschinen pro Monat bauen. Damit verliert die Aktie fast 7%, ist einer der größten DAX-Verlierer. Auftragsbestand sind 8.754 Flugzeuge, das kannst du dir gar nicht ausdenken. Und die Produktion für 10 Jahre ist damit halt wirklich ausgelastet, kann man ja einfach ausrechnen. Andere Zulieferer, wie zum Beispiel CFM, sind auf Kurs, das ist die Aussage. Guillaume Faury sagt, Pratt & Whitney liefert nicht die bestellte Zahl an Triebwerken, das wirkt sich negativ auf unsere Prognose aus. Wir wollen unsere vertraglichen Rechte durchsetzen, heißt also, man ist da nicht wirklich glücklich oder happy. Und Guillaume Faury sagte auch noch etwas, was spannend ist, zu den Prioritäten von Pratt & Whitney. Airbus ist mit dieser Priorisierung unzufrieden und nicht einverstanden. Denn Pratt & Whitney fokussiert sich mehr auf bestehende Kundenflotten, also nicht auf neue Auslieferungen. Und gerade sind die Nachfragen nach neuen Flugzeugen sehr, sehr hoch. Das zeigt die globale Luftfahrtkrise. Aber Lieferketten sind halt nicht stabil und gerade bei den Triebwerken Thema. Ja, glaubt ihr, dass Airbus wegen dieser Vertragsverletzung Pratt & Whitney verklagen sollte, oder ist man halt leider in einem Boot und sagt, naja, das ist halt so das Thema? Oder ist das Risiko für die Lieferkette dann am Ende zu hoch, dass man die Pratt & Whitney Triebwerke gar nicht mehr bekommt, weil die sagen, okay, dann machen wir halt für den Airbus keine mehr. Keine Ahnung, ich kann es euch ehrlicherweise nicht sagen. Aber wenn man überlegt, dass pro Flugzeug mindestens 2 Triebwerke dran sind, beim 220er, 320er, auf jeden Fall, wobei heutzutage gibt es ja keine 4. Wird eigentlich noch irgendein Flugzeug außer in Russland oder so hergestellt, was 4 Triebwerke hat? Nee, eigentlich nicht, also sind es aber 2. Ja, also insofern beantwortet einfach die Frage. Wer von euch war heute in Frankfurt und war betroffen von dem Wetter? Und zwar zahlreiche Flugausfälle, 80%, ne Quatsch, 80, nicht 80%, 80 Annullierungen gab es von Flügen, leichter Schneefall, Winterdienst ist voll im Einsatz. Der Betrieb läuft aber wieder mit einigen Einschränkungen. Rund 1100 Flüge waren geplant. Erheblicher operativer Aufwand natürlich, aber auch Enteisung führt zu zusätzlichen Verzögerungen. Der Frankfurt-Sprecher sagt, der Winterdienst ist seit der Nacht im vollen Einsatz und der Betrieb läuft aber mit Einschränkungen. Also insofern sind das auch eure Einschätzungen und vor allem, wie viel Vorlauf plant ihr ein, wenn ihr im Winter zum Flughafen fahrt? Macht ihr da die normalen 2 Stunden? Also meine sind immer so 1,5, 2 Stunden.
oder macht ihr 3, 4 Stunden oder nehmt ihr sogar mehr Zeit, um zum Flughafen zu kommen, damit ihr ganz sicher da seid, obwohl der Flug dann vielleicht gar nicht stattfindet oder später abfliegt. Nur so als Frage für euch. Und wenn es zum Fliegen geht, stellt man sich auch die Frage, wie sieht eigentlich die Lufthansa-Flotte im Moment aus? Viele wollen das ja wissen, weil es eigentlich ein Konglomerat ist, es ist ein Gemischtwarenladen. Denn die 320, 320er Serie, also 319, 320 CEOs, also die Classic Engine Option, die alten, werden weiter reduziert, da man sich natürlich auf die wesentlich effizientere Neo-Flotte konzentriert. Und auch gerade der A321 Neo wird ja das Rückgrat der Europa-Flotte. Der 330-300er, der läuft 2027 komplett aus und die gehen dann zur Discover rüber. Die 340er verschwindet, also die 340-300er in 2027, die 600er auch bis 27. Bleiben sie trotzdem, aber wegen der First Class logischerweise, weil man die braucht. Und die 350, man hat 31 klassische Airbus A350er. Dann hat man 10 Allegris, die schon mit der neuen Allegris-Kabine ausgestattet sind, aber noch immer 4 Sprinter. Das ist halt so die Zentrale der Workhorse, wie man so schön sagt. Da sagt man im Deutschen Arbeitsmaschine. Auf jeden Fall ist der 350er dort in allen Ecken und Enden und halt auch ein Workhorse im klassischen Sinne. Ja, die 380er, alle 8 Stück sind zurück im Dienst. Das Refurbishment läuft sogar. Da gibt es auch kein Ende. 2035 irgendwas soll es dann doch kommen. Aber warten wir mal ab, wie lange das geht. Denn wir wissen ja gerade bei 380, es kommt erstens anders und zweitens, als man denkt. Und ihr könnt da eure Meinung zu sagen. Und vor allem, ist der 380er das Flaggschiff oder ist die 747-8 das Flaggschiff auf den wichtigsten Strecken? Was ist aus eurer Sicht das Flugzeug als Flaggschiff? Vor allem, weil man hat ja, sind es 19, 2 hat man verkauft, also sind es nur noch 17 747-8er. Und die 747-400, ja, die wird reduziert, die geht weg. Und man hat 9 neue Boeing 787er im Einsatz, weitere in 2026. Und Ende 2026 kommen sogar neue Modelle, nämlich der 350-1000er stößt zur Flotte. Und die 777-9, ja, die kommt irgendwann. Das sagen wir einfach irgendwann. Also Hoffnung ist 2027. Aber bleiben wir optimistisch mit irgendwann. Und man merkt, dass die Lufthansa-Flotte halt aus eigenen Teilflotten besteht. Und Lufthansa steht 2026 relativ zweigleisig da, wenn man das sagt. Man hat eine sehr, sehr moderne Flotte mit den 350er, 787er. Hat aber dann auch eine Art Oldtimer-Flotte, wie die 340er und die 747-400, hat dann irgendwas, was zwischen Oldtimer und top-modern ist. Und die Vielzahl der Teilflotten erhöht natürlich auch die Kosten, Komplexität, Crew-Scheduling, aber auch Ersatzteilhaltung. Und gleichzeitig schafft die Mischung aus Flexibilität, besonders in Zeiten globaler Lieferkettenprobleme natürlich, wie ich ja sagte, flexibles Handeln, dass man also wirklich für alle Zwecke ein Flugzeug quasi hat. Allegris wird zum Make or Break der nächsten Jahre, muss man ehrlicherweise sagen. Ich persönlich, ich bin bei Allegris noch nicht so an Bord. Seid ihr bei Allegris an Bord? Sagt ihr, Allegris ist der geile Scheiß? Und auch sagt man natürlich mit dem 380er, dass die Rückkehr kommt, dass die Nachfrage stark ist und den ursprünglichen Strategieplan wirklich nochmal angucken muss. Und die Herausforderungen, die man hat, sind in 2026, 2029 die Homogenisierung ohne Kapazitätslücken entstehen zu lassen. Wie findet ihr die Lufthansa-Flotte? Was haltet ihr von der Lufthansa-Flotte? Und welche LH-Langstreckmaschine ist für euch der ideale Mix aus Komfort und Zuverlässigkeit? Die 350 747-8er oder doch der A380er? Da wäre ich mal gespannt, was eure Meinung ist. Wer von euch in Hotels übernachtet, so wie ich, und sein Leben rund um Hotels gestaltet, weil Hotelleben ist auf der einen Seite leider geil, muss ich sagen, der hat dann so Themen wie das W in Amsterdam. Den droht eine Räumung, weil die haben fast 30 Millionen Euro, die sie nicht gezahlt haben an Mietschulden. Also sind eigentlich 24 Millionen fast, Entschuldigung. Heißt also, der Betreiber Circle Collection hat seit 3 Jahren keine Miete bezahlt. Die Miete ist pro Jahr 10 Millionen. Also deshalb war ich auf die 30 Millionen gekommen, aber es sind nur 23,4 Millionen, die fehlen. Eigentümer ist der DK Immobilienfonds, also die DK ist die deutsche, das ist von den Sparkassen in Deutschland. Und die haben
am Dienstag ein Urteil, was kommen wird nächste Woche, und zwar, ob sie geräumt werden als Hotel. Und Marriott wird voraussichtlich natürlich auch wieder nicht proaktiv Hilfe leisten, weil Marriott doesn't give a fucking shit, wie man so schön sagt. Und historisch kann man ja immer gucken, also, und deshalb bin ich auch so, bei aller Liebe zu Starwood, und als sie aufgekauft wurden von Marriott, war ich halt relativ böse und enttäuscht. Es ist halt so, dass Marriott halt da nie geglänzt hat, und vor allem auch müsst ihr euch selber ein Ersatzhotel suchen. Denkt auch dran, wenn ihr dort buchen wollt, unbedingt, weil ihr sagt, ihr findet das W in Amsterdam so geil. Keine Prepaid-Raten, never ever Prepaid-Raten. Reservierung beachten, heißt also in dem Moment, wo die geräumt werden, werden eure Buchungen einfach knallhart storniert. Und wenn ihr ein Problem habt, dann macht einfach ein Chargeback. Und sagt einfach, hey, haben Leistung nicht erbracht, danke, tschüss, her mit der Knete, tschüss und tschö mit Ö. Deshalb, wie würdet ihr reagieren, wenn euer Marriott-Hotel eine Woche vor Anreise geschlossen wird, umbuchen, stornieren oder halt eine Punktekompensation fordern? Und denkt dran, Marriott ist eine harte Nuss. Jetzt gibt es seit dem 17. Februar 2026 Upgrade-Listen bei Miles & More, direkt anfragbar, keine Hotline mehr nötig, geht alles auf der Webseite, das ist eine Riesenerleichterung. Upgrades sind möglich bei Lufthansa, Swiss, Austrian, Brussels, Discover, aber auch bei Lufthansa City. Voraussetzungen, das muss eine eigene Flugnummer sein, operated bei der Airline selber. Priorisierung basiert natürlich wie immer, zuerst kommt der FTL, dann kommt, FTL hat das gleich, das ist ja ein Zen-Hornbill-Fett, also nur Senator und dann der Hon-Circle, wird natürlich bevorzugt, logischerweise, also müsste man sagen, zuerst der Hon, dann der Zen. Und Buchungszeitpunkt, Ticketwert, interne Passenger-Value-Kriterien. Und natürlich werden 20 Stunden vor Abflug geblockt, aber erst bei Bestätigung abgebucht, die Meilen und die E-Voucher. Das heißt also, erschreckt euch nicht, wenn 20 Stunden vorher die Punkte dort erstmal gekapst werden. Das ist natürlich eine sehr gute Erleichterung und eine positive Erweiterung. Und schön ist es auch, dass es bei Austrian und auch bei Swiss funktioniert. Würdet ihr direkt Business Class buchen und sparen, oder sagt ihr, nee, ich buche dann lieber doch erstmal Economy und hole dann das Upgrade? Aus verschiedensten Gründen. Wie ist das bei euch mit der Lage? Macht ihr das, weil eure Arbeitgeber nur Economy Class bezahlt und ihr müsst das damit dann auch verrechnen? Wer bei SAS noch Mitglied ist, bei Eurobonus, so wie ich, bekommt 20% Rabatt auf alle Awards. Reisezeitraum bis 30. Juni. Ab sofort, buchbar bis zum 22. Februar, also ihr müsst bis Sonntag buchen. 20% Rabatt in Economy, Premium Economy, aber auch in Business. Keine Zuschläge, geringe Zuzahlungen sind relativ geil. Verfügbarkeit nach USA ist vorhanden. Asien ist jeweils schwierig, muss man ehrlicherweise sagen. Und es sind reine SAS-Flüge, es gilt halt nicht für Partner. Da sollt ihr gucken. Also Langstrecken grundsätzlich leider problematisch, aber was willst du machen? Dann würdet ihr Eurobonus eher für SAS Business nutzen oder lieber sparen für Starlines Partner? Was ist da eure Strategie? Ihr denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen und natürlich auch wie immer auf Scoot zu kommen. Vergesst nicht, die Frage des Tages zu beantworten. Welche Lufthansa-Langstreckenmaschine bevorzugt ihr? Und was ich auch eine spannende Frage finde, ist genauso, ob man die Freunde von Airbus ermuntern sollte, Pratt & Whitney zu verklagen. Und natürlich auch Upgrade direkt buchen oder auf Warteliste und hoffen. Danke, dass ihr heute dabei wart, und ich freue mich, euch bei der nächsten Sendung wiederzusehen. Bis dann. Ciao, ciao.